Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von der Firma Intracon. Manchmal kann man ja Hobby und Beruf miteinander verbinden. Heute ist wieder so ein Tag, wo ich ja die Möglichkeit habe, einfach mein eigenes Hobby, das Sim-Racing, mit dem Beruf zu kombinieren. Wir bei der Firma Intracon haben ja auch eine eigene Abteilung für Event-Services. Und bei den Event-Services stellen wir auch Sim-Racing-Lösungen zur Verfügung für Großveranstaltungen. Einige der Geräte haben wir auch hier stehen, sei es jetzt mit oder ohne Bewegungssimulation. Aber heute hatten wir wieder Post bekommen, und zwar von der Firma DOF. Ich selber muss zugeben, kannte die Firma gar nicht. Das war ein Tipp, den ich bekommen hatte, mir das mal anzuschauen. War dann tatsächlich von den technischen Daten so stark begeistert, dass ich gesagt habe, wir kaufen eine Lösung, um sie wirklich mal auch zu testen. Ja, und das Besondere ist jetzt, also wie gesagt, ich hatte die letzte Woche bestellt. Das hat also eine gute Woche gedauert mit der Lieferung. Die Lieferung kam aus Polen. Interessanterweise, und das kann man auch tatsächlich hier auf dem Aufkleber sehen, wurde das Produkt an sich in der Ukraine produziert und wurde also dann, wie gesagt, von der Ukraine über deren Distributor in Polen dann zu uns gesendet. Was man ja auch schon schön sehen kann, ist, wir sprechen hier von über 80 Kilogramm. Wir haben also einmal diese zwei Boxen. Zusätzlich habe ich noch bestellt den passenden Sitz dafür. Den konnte man auch bei denen auf der Webseite bestellen. Und ja, jetzt bin ich natürlich sehr heiß darauf, es wirklich mal auszuprobieren, um zu schauen, ob es dann wirklich auch ein Upgrade ist in Bezug auf unsere Bewegungssimulation. Ja, dann würde ich auch vorschlagen, ich fange einfach mal direkt an. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Hier oben kann man sehen, da haben wir eine kleine Tüte mit Schrauben. Ich bin sehr gespannt, weil das ist nicht so, dass die Tüte wir jetzt irgendwie nachträglich noch draufgeklebt haben. Das ist tatsächlich so heute geliefert worden. Vielleicht hat man einfach nur vergessen, die Tüte ursprünglich mit reinzupacken. Ich bin mal gespannt, ob wir die Schrauben auch brauchen. Da gehe ich natürlich jetzt mal von aus. Das werden wir dann schauen. So, dann räume ich jetzt mal einfach ein bisschen die Sachen hier weg. Die ich jetzt als erstes nicht brauche. Also den Sitz. Ja, und in der kleineren Box sind die Metallteile für den Rahmen. Oh, das schiebe ich mal hier rüber. So, und dann haben wir jetzt hier die Box. Das sind jetzt auch nochmal gute 40 Kilo. Damit würden wir jetzt mal anfangen, weil hier ist nämlich zum einen die Elektronik drin und zum anderen auch die Hauptplattform, die für die Bewegungssimulation zuständig ist. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. So, dann schneiden wir das mal direkt auf. Als erstes mache ich jetzt mal die Schrauben hier ab. Wie gesagt, sehr interessant, dass das so nachträglich noch dran gemacht wurde. Bin ich mal gespannt. So, dann wollen wir mal schauen, was wir denn da in der Kiste haben. Dafür haben wir schon mal eine stabile Verpackung. So, dann wollen wir noch mal schauen. Dann kommen die ersten Zettel. In dem Fall die ganz normale Deklaration, die man so kennt von anderen Systemen. Dann wollen wir das mal anschauen. Okay, viel Pappe. Schon mal gut verpackt. So, und da haben wir auch schon die eigentliche Einheit. Direkt auf den ersten Blick kann man schon sehen, wir haben hier also in Verbindung mit dem Metallgehäuse, wenn man bei denen auf die Webseite geht, hat man tatsächlich verschiedene Optionen, wie man das Gerät konfiguriert haben möchte. In dem Fall handelt es sich ja hier um das P3-Modell, was wohl baugleich ist mit dem H3-Modell. Der einzige Unterschied ist wohl, dass die Motoren, die hier verbaut werden, noch mal stärker sind für den professionellen Einsatz, so wie wir das ja halt auch brauchen bei unseren Veranstaltungen, wo die Geräte dann tatsächlich ja den ganzen Tag im Einsatz sind. Man hätte auch ohne Metallgehäuse kaufen sollen, aber wie gesagt, ich fand das in dem Fall auch natürlich für uns, für die Veranstaltung sinnvoll, dass man da nicht irgendwo reingreifen kann. Aber jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich muss mal schauen, ob ich das so einfach rausgehoben bekomme. Mal schauen. So. Ich sehe schon, man kann das, glaube ich, hier ganz einfach, ganz einfach noch nicht, aber es sind halt 40 Kilo. Ja, mal zur Seite schieben. So, da haben wir schon das gute Stück. Machen wir mal die Pappe hier weg. So, dann wollen wir uns noch mal anschauen, was wir hier haben. Und die andere Pappe, da ist auch tatsächlich gar nichts drin. Es scheint also schon alles im Großen und Ganzen schon mal vormontiert zu sein. Wie man sieht, hat man das Gehäuse jetzt schon geschlossen. Es sind aber noch einige Schrauben hier offen. Das liegt daran, dass man, wenn jetzt gleich das zusammenbaut, dass man dann halt eben Zugriff benötigt für die inneren Komponenten. Deswegen ist hier nicht alles fest verschraubt, sondern man kann jetzt hier das Gehäuse auch leicht abnehmen. Ansonsten sieht man schon, ich habe hier die Plattform, man kann es relativ gut drehen. Man sieht hier die Rollen. Weil, wie gesagt, das ist ein Dreiachsensystem. Also hier P3-Version. Das bedeutet, dass wir also eben nicht nur vorne, hinten, links, rechts bewegen können, sondern auch die Seitwärtsbewegung benutzen kann. Das ist natürlich dann vor allem auch interessant, wenn man, wie gesagt, anfängt mit dem Fahrzeug zu driften zum Beispiel. Auch für Flugsimulatoren natürlich eine gute, interessante Lösung.
So, dann würde ich sagen, ich nehme jetzt einfach mal, ich fange jetzt an noch mit dem zweiten Box, dass wir da noch mal reinschauen und dann schauen wir mal, wie wir das alles zusammengebaut bekommen. So, ja, hier habe ich die, das ist eine Option, die man bestellen kann, habe ich zusätzlich bestellt. Wie gesagt, wir nutzen das ja für unsere Veranstaltungen und da wollen wir einfach auch auf Nummer sicher gehen, wenn irgendwas ist oder jemand sich nicht wohlfühlt bei dem Bewegungssimulator, weil dieser Bewegungssimulator ist wohl auch relativ stark und schnell. Da haben wir dann entsprechend halt auch den Notstopp. Das ist schon mal gut. So, dann haben wir hier, mal schauen, einige Metallkomponenten, auch alle ordentlich eingepackt, also sind alle gut geschützt. Wenn man sich mal das Metall jetzt einfach mal von der Qualität her anschaut, muss ich sagen, macht das schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck. Wir haben viele unserer Systeme, die wir vermieten, haben wir von Next Level Racing. Da sind wir auch mit der Qualität sehr zufrieden. Auch da haben wir also keine Probleme irgendwie mit der Lackierung oder irgendwie das Geräte abstehen etc., Grad absteht. Das ist hier auch der Fall und das sieht alles schon sehr gut aus. Bin mal gespannt, ob das auch bei den anderen Komponenten so ist. Aber jetzt auf den ersten Blick, muss ich zugeben, ein bisschen vorsichtiger sein hier, macht das alles schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Und das Interessante ist halt hier tatsächlich auch, wenn man sich mal anschaut, das Preis-Leistungs-Verhältnis, was hier angeboten wird. Das sieht alles schon sehr, sehr gut lackiert aus, fühlt sich auch gut an, also sehr hochwertig. Ja, in verschiedenen Platten. Was ich bisher noch nicht entdeckt habe, ist die Bauanleitung. Ich habe zwar gesehen, dass man auf der Internetseite die auch herunterladen kann, aber ich bin mal gespannt, ob die auch noch hier zu finden ist. Mal schauen. So, das mal rüberwerfen. Auch hier weitere Komponenten, die man noch zusammenbauen muss. So. Aber auch hier muss ich sagen, also hier mit den Endverkappen und so, das macht alles schon einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Also ich bin sehr gespannt darauf, das alles mal zusammenzubauen und dann im zusammengebauten Zustand zu sehen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. So, hier kommt jetzt die elektronische Komponente. So, das fand ich auch ganz interessant. Weil das Gerät verlangt schon auch einen vernünftigen Stromanschluss, 1400 Watt. Okay, noch ein paar Aufkleber dabei von DOF Reality, ne, für die Fangruppe. So, das müsste also genau, das ist die eigentliche Elektronikeinheit. Auch hier wieder wirklich vorsichtig aufschneiden, da keine Kratzer reinmachen. Aber das sieht alles auch hochwertig aus, auch gut lackiert. Und hier mit den ganzen Beschriftungen. Das sieht schon alles recht vielversprechend aus. So. Okay, hier auf der Rückseite dann die diversen Anschlüsse. Mal gucken, ob man da ranzoomen kann. Ja, genau. Sehr gut. Also man sieht jetzt hier, klar, 230 Volt Anschluss, Lüfter, aktiver Lüfter dabei, also eine aktive Kühlung ist dabei und dann halt eben die entsprechenden Anschlüsse für die verschiedenen Komponenten, die wir jetzt hier ansteuern müssen und dann natürlich der USB-Anschluss, damit wir dann die Verbindung zum PC aufbauen können. Also auch das, muss ich sagen, alles in allem, sieht schon sehr, sehr hochwertig aus. Also bin ich schon mal sehr positiv überrascht. So, noch die letzten Komponenten hier. Hier ist also das USB-Kabel. Was ich interessant finde, ist, dass es offenbar tatsächlich für meine Bestellung spezifisch zusammengepackt wurde. Das heißt, hier sind jetzt die Kabel drin, die ich sowieso brauche. Ich denke mal, die sind ja standardisiert dabei. Aber was man hier zum Beispiel auch sieht, wir haben jetzt für unser System noch zusätzliche Rollen bestellt. Das ist auch eine Option, die man zusätzlich bestellen kann, um dann halt einfach in der Lage zu sein, das Gerät auch leichter zu transportieren. Und das war jetzt hier mit in dem Karton mit drin. Das heißt, sie haben das tatsächlich für mich zusammengepackt. Das finde ich
also auch schon mal sehr lobenswert, weil da ganz offensichtlich sich jemand Gedanken gemacht hat. Ebenso auch, hier sind also die verschiedenen Tüten mit den Schrauben, sind auch ordentlich beschriftet. Wir haben noch die weitere Option bestellt für das Rotarsystem, weil wir ja eben nicht nur Simracing unterstützen, sondern auch Flugsimulatoren. Und da haben wir dann noch die Erweiterung dabei. Aber es sind direkt schon die entsprechenden Schrauben mit dabei verpackt. Hier sind auch die Spezialschrauben dabei, Füße dabei für die Base. Das ist also auch alles sauber beschriftet. Und das ist also auch sehr vielversprechend. Wheelholder, okay. Rahmen. So, dann haben wir hier die Querverachsung. Das ist dann für die Bewegungseinheit. Wobei ich jetzt hier nur eine sehe. Ich gehe davon aus, dass die anderen beiden dann noch da drin sind. Na ja, gut. Und dann haben wir noch eine ganze Anzahl von Werkzeugkomponenten mit dabei. Vom Maulschlüssel, Ringschlüsseln über dann die klassischen Sechskantschlüssel. Noch diverse andere Schrauben, die man braucht. Und zu guter Letzt Band zum Sichern von Kabel und so weiter. Also auch da muss ich sagen, natürlich eine sehr gute Geschichte, dass man da auch genügend dabei gepackt hat. So, jetzt schauen wir mal hier. Ah ja, okay, dann habe ich nochmal eine 1:1 Skalierung für die einzelnen Schrauben, damit ich direkt erkennen kann, welche Schrauben ich jetzt gerade in der Hand habe, falls ich da dann doch durcheinander komme. Das ist tatsächlich natürlich auch eine hilfreiche Geschichte unter Umständen. Wollen wir mal schauen, ob wir die dann auch brauchen. So, räumen wir mal den Rest weg. Sehr gut. Also, da haben wir jetzt erstmal die einzelnen Komponenten. Wie gesagt, ich bin tatsächlich positiv überrascht über die Qualität. Wie gesagt, ich bin jetzt sehr gespannt, natürlich auch, wie sich das am Ende dann zusammenbaut und ob das alles zusammenpasst und ob die Schrauben alle so passen, wie wir uns das vorstellen. Aber auf den ersten Blick, muss ich zugeben, sieht das schon alles ausgesprochen positiv aus. So, schauen wir mal hier. Haben wir auch nochmal ein sehr massives Metallstück. Ich muss mal wieder vorsichtig sein, dass wir da nicht Kratzer reinmachen, versehentlich mit dem Messer. Aber auch hier, da sieht man schon, das ist also wirklich beeindruckende, auch mechanische Geschichte hier. Also das ist schon alles sehr, sehr massiv, sehr, sehr robust ausgelegt. Also wenn man jetzt hier mal sieht, das sind ja schon sicherlich 6, 8 mm dick Metallplatten, die hier verbaut worden sind. Also da gerät schon richtig um massive Komponenten. Das ist natürlich genau das, was wir auch tatsächlich gesucht haben, weil wie gesagt, wir wollen das ja auch über den ganzen Tag einsetzen können, ohne dass wir dann plötzlich Schwierigkeiten bekommen. Weil das ist so ziemlich das Letzte, was wir gebrauchen können bei Veranstaltungen, dass dann plötzlich was kaputt geht. Und das sieht schon alles, das sieht schon sehr vielversprechend aus. Okay, hier auch nochmal weitere Metallkomponenten. Ah ja, jetzt sind hier zum Beispiel auch diese weiteren Achsen. Ne? Eine davon war ja schon da drin. Das sind jetzt die weiteren Achsen. Ja, weil wie gesagt, wir haben ja ein 3-Achsen-System mit 3 Motoren vermutlich. Und das sind dann, das sieht man aber auch, die sind etwas anders, etwas kürzer. Okay. So. Aber sehr gut. Auch hier wieder, ne? Also wenn man sich das mal anschaut, auch die Schweißnähte und so, das ist alles schon wirklich beeindruckend gut verarbeitet. Bin gespannt. Okay, ich schraube die jetzt einfach noch weiter aus, pack das noch weiter auseinander, leg das mal alles zusammen und dann schauen wir uns das noch mal gemeinsam kurz an. So, das sieht doch schon mal alles sehr gut aus. Mal ein bisschen Platz machen. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier die Haupteinheit. Ja, ich lege mal kurz noch die Metallplatten hier rüber. So. Aber man sieht schon, wie man so schön sagt, man bekommt was für sein Geld. Also alles, was ich jetzt bisher gesehen habe, ist schon sehr beeindruckend tatsächlich von der Qualität her. Wir haben hier wirklich eine sehr gute Verarbeitung. Wie gesagt, die Schweißnähte sind also auch gut nachbearbeitet worden. Das sieht alles schon sehr gut aus. Ich habe auch kein einziges Mal irgendwie
dass man das Gefühl hatte, oh, da ist aber eine scharfe Kante oder da muss man aufpassen oder sonst irgendwas. Das sieht alles schon wirklich sehr, sehr vielversprechend aus. Also ich bin wirklich sehr gespannt, ob die Qualität sich dann auch in der Funktionalität fortsetzt, weil also mechanisch, muss ich sagen, ist ja schon mal alles sehr beeindruckend. Ich bin auch gespannt natürlich auf die mechanischen Eigenschaften, weil wenn man sich andere Sim-Racing-Lösungen anschaut, da ist es schon so, dass wir natürlich öfter auch massiveres Material haben, also größere, breitere Aluminiumprofile etc. Das habe ich jetzt hier nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz ist das System laut dem Datenblatt halt tatsächlich auch ausgelegt für, ich glaube, bis 150 Kilogramm für den Fahrer, also schon auch für höhere Gewichtsklassen. Und dementsprechend scheint das schon auch sehr stabil zu sein. Ich bin jetzt sehr gespannt. Was mir aber tatsächlich jetzt auffällt, ist, ich habe tatsächlich keine Aufbauanleitung gesehen. Das heißt, ich muss jetzt noch mal kurz an den Rechner gehen, um dann die Aufbauanleitung herauszudrucken. Ja, und dann würde ich vorschlagen, machen wir auch gleich weiter mit dem eigentlichen Zusammenbau. Viel Spaß, bis gleich! So, dann bin ich wieder. Ich war jetzt gerade noch mal kurz auf der Webseite von DOF. Tatsächlich muss man da sagen, dass ja deren Supportseite gut strukturiert ist. Zum einen hat es mich gefreut, ich habe nochmal das Dokument gefunden, wo man die Größe der Schrauben sehen kann. War mir ja beim Auspacken kaputt gegangen. Da habe ich mir einfach nochmal neu ausgedruckt. Das kann ich sicherlich nachher gebrauchen. Und dann gibt es halt tatsächlich nochmal eine komplette Assembly Instruction. Und immer wenn ich auf die Webseite gehe, denke ich, hätte ich vielleicht doch mal die P6-Version oder die H6-Version bestellen sollen. Den 6 Achsen. Aber wie gesagt, hier kann man jetzt schön sehen, das ist also die Anleitung. Bei dieser Anleitung kann man sehen, H3 und P3 sind vom Aufbau und vom gesamten Zusammenbau exakt identisch. Wie gesagt, es ist wohl so, dass die Motoren sich unterscheiden in der Stärke, in der Leistungsfähigkeit, aber grundsätzlich erstmal H3 und P3 wohl sehr vergleichbar sind. Hier wird dann halt einfach Schritt für Schritt erklärt, was zu tun ist. Tatsächlich gibt es auf der Webseite auch ein Video, wo man auch nochmal sehr detailliert darauf eingeht, wie man das halt zusammenbaut, also auch sehr informativ. Ich werde mich jetzt auch mal ransetzen, damit man sich nicht langweilt, einfach mal zuschauen und dann werden wir gleich dazu kommen, wie das dann alles aussieht, wenn es dann soweit ist, dass wir mal reinschauen können. Also gut. Das sieht tatsächlich schon sehr beeindruckend aus. Also wenn man jetzt hier mal reinschaut, wir haben jetzt hier die Kabellage, die muss ich gleich noch aufmachen. Aber wenn man sich jetzt einfach nur mal die Mechanik anschaut, also das sieht tatsächlich schon ziemlich vielversprechend aus. Von den Motoren her, die wir hier haben. Aber auch wenn ich mir einfach nur das verarbeitete Material anschaue, also wenn wir jetzt hier mal näher ranzoomen und sich einfach nur mal anschaut, mit welchen Materialstärken man hier arbeitet oder auch der Antrieb, wie der ausgelegt ist, auch hinten die Gelenke, das sieht alles schon äußerst hochwertig aus. Also keinerlei, dass man irgendwie den Eindruck hat, das sieht jetzt nicht irgendwie robust aus etc. Also ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht darüber und freue mich jetzt umso mehr, das wirklich mal in Betrieb zu nehmen. Also ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal schnell weiter, weil jetzt kann ich ja schon fast nicht mehr abwarten, da mal reinzuschauen. So, jetzt sind wir fertig mit dem Zusammenbau. Hat ein bisschen gedauert, war aber gar nicht so schwierig. Die Dokumentation ist tatsächlich sehr gut, gerade auch in Kombination mit dem Video, was man bei DOF auf deren Webseite findet. Ich glaube, das Video wurde produziert von SimGear, wenn ich mich recht erinnere. Hervorragendes Video. Die beiden Sachen zusammen sind eine super Hilfe. Da kriegt man das auf jeden Fall relativ leicht zusammengebaut. Es war auch so, es war alles da. Wir hatten alle Schrauben da, auch das ganze Werkzeug ist da. Nur an einer einzigen Stelle haben wir dann 2 17er Schraubendreher gebraucht, Mausschlüssel gebraucht. Die waren, also da war dann einer dabei und nicht beide. Das war aber auch das
Einzige, was man brauchte. Selbst so ein Lineal war dabei, ja, wo man einfach mal kontrollieren kann, habe ich überhaupt die richtige Länge von der Schraube, die ich jetzt hier gerade einsetzen möchte. In der Dokumentation ist das gut hinterlegt. An welcher Stelle braucht man jetzt 45 mm Schrauben oder 50 mm oder 60 mm. Und bei dem beigefügten Lineal kann man sogar das noch kontrollieren. Ist also alles wirklich sehr, sehr gut durchdacht auch. Auch die Komponenten, von den Hauptkomponenten, die ganzen Motoren und so weiter, das war ja alles schon vormontiert. Wie gesagt, was wir natürlich dann zusätzlich montiert haben, ist ja hauptsächlich die Konstruktion für die Halterung des Sitzes, der Pedale und des Lenkrads. Hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Was mich persönlich wirklich überrascht hat, war, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch über das Material. Ich hatte ja schon gesagt, eben das Material hat eine sehr gute Anmutung, ist auch gut verarbeitet, gut verschweißt, aber wie gesagt, ist nicht sehr massiv, also macht keinen massiven Eindruck. Aber wenn man da einmal das zusammenschraubt, merkt man erst, wie stabil das Ganze ist. Selbst wenn man sich jetzt so mal reinsetzt hier, da war ich dann wirklich auch überrascht, da wackelt nichts. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel hier von Next Level Racing, den Motion Simulator, den wir haben, wenn man sich da reinsetzt, da merkt man auch, dass es doch ein bisschen mitgeht, ein bisschen schwankt. Hier, die Motoren sind absolut fest, da wackelt gar nichts, da bewegt sich gar nichts, wenn man sich hier reinsetzt. Also das gibt einfach auch von vornherein schon ein gutes Gefühl. Ich bin jetzt super gespannt darauf, das Ganze in Betrieb zu nehmen. Ja, wir werden natürlich jetzt noch die Pedale installieren, Lenkrad installieren in die Base und wohl auch noch Handbremse in dem Fall. Und dann werden wir das Ganze mal testen. Bin da sehr gespannt drauf. Auch dazu werden wir sicherlich nochmal ein Video machen, dann vielleicht auch direkt mal im Vergleich zu den anderen Simulatoren, die wir haben. Aber alles in allem, also großes Lob an DOF. Da war ich jetzt wirklich sehr verblüfft darüber, wie gut das alles von Hand ging. Nochmal vielen Dank dafür, dass da die Dokumentation so gut funktioniert hat. Viel Spaß und weil, wie gesagt, wenn noch mehr Interesse besteht, einfach mal nochmal reinschauen zu unserem nächsten Video, was wir noch produzieren werden hierfür. Viel Spaß!